Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga-Bergen Konga-Crafts. Heute mache ich mal ein Recycling-Projekt. Ich nähe ein kleines Täschchen aus einer Jeans, aus dem Reißverschluss und aus einem Hosenbeinteil. Ohne Futter, ohne irgendwelchen Schnickschnack, also ganz einfach. Wenn ihr die Tasche noch verzieren möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Ich habe das auch bei einigen gemacht. Ich habe Applikationen drauf genäht. Ich habe so ganzer Schmetterlinge drauf genäht. Die Anleitung dazu findet ihr übrigens entweder hier oben oder unten in der Infobox. Wenn ihr das Täschchen nicht mit Jeans machen möchtet, sondern mit normalem Stoff, dann wird es etwas dünn, dann fällt es in sich zusammen. Also wenn ihr kein Jeans nehmen wollt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr festeren Stoff nehmt, sowas in der Richtung wie Jeans. Wenn ihr aber ein Kosmetiktäschchen nähen wollt mit Futter oder etwas aufwendiger, mit Innenleben, also mit Innentaschen, dann habe ich auch eine Anleitung für euch. Die findet ihr auch hier oben oder unten in der Infobox. Genau wie Bezugsquellen und weiterführende Anleitungen findet ihr unten in der Infobox. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Den Reißverschluss müssen wir erst raustrennen. Jede Jeans hat eine andere Reißverschlusslänge, wie ihr seht. Ich nehme den hellen. Der hat eine Gesamtlänge von 20 cm. Und genauso breit schneiden wir zwei Teile aus unserem Jeansstoff. Das könnt ihr mit der Schere oder mit einem Rollschneider mit Schneidelineal auf einer Schneidematte machen. Die Höhe könnt ihr nach Wunsch machen. Meine Zuschnitte sind 20 cm breit und 16 cm hoch. Diese Seite mit dem Schieber ist die rechte Seite vom Reißverschluss. Und beim Stoff ist es hier rechts und links. Den Reißverschluss jetzt rechts auf ein Stoffteil legen, seitlich ausrichten und an der oberen Kante bündig anlegen und feststecken. Das Reißverschlussende diagonal hochklappen und stecken. Dadurch wird es nicht so dick und knubbelig. Das andere Ende genauso. Mit dem Reißverschlussfüßchen hier entlang nähen. Anfang und Ende verriegeln. Wenn ihr am Schieber ankommt, Nadel im Stoff stecken lassen, Füßchen hoch, Schieber nach hinten schieben, Füßchen runter und weiter nähen. Den Stoff vom Reißverschluss weg umschlagen und bügeln, damit der Stoff sich nicht im Reißverschluss einklemmen kann. Anschließend hier entlang mit Geradestich festnähen. Ihr könnt auch noch einen Zierstich machen, so wie hier. Gradstich, Zickzack, Grad. Dadurch wird auch die Rückseite vom Reißverschluss festgenäht und steht nicht ab. Oder wie hier mit Zierstich. Oder zweimal ein Gradstich geht auch. Und auch hier Anfang und Ende verriegeln. Ich nähe nur eine einfache gerade Stichlinie. Das ist meine Vorderseite, die ich verzieren möchte. Hier habe ich zum Beispiel eine Applikation drauf genäht, hier ganzer Schmetterlinge.
Für die Deko muss der Boden und die Nahtzugabe abgezogen werden. Also ungefähr 3 cm sind es bei mir. Diese umklappen, so weiß man, wie viel Platz man für die Deko hat, sowie Schleifen, Blumen oder Nieten. Und wenn ihr gar keine Deko wollt, könnt ihr sie auch weglassen. Ich habe mich für diese Nieten entschieden und angebracht. Nun das zweite Jeansteil rechts auf das vorbereitete Teil legen. Achte darauf, dass die Seiten übereinstimmen und richte die obere Kante am Reißverschluss aus. Den Reißverschluss genauso stecken und annähen wie beim ersten Teil. Nun Quadrate an den Ecken für den Boden anzeichnen, damit wir etwas Raum in dem Täschchen bekommen. Ihr könnt es mit dem Metermaß ausmessen oder mit so einem kleinen Patchwork-Lineal. Ich nehme 2,5 cm. Also ich finde das kleine Lineal super praktisch, da man gleich beide Seiten in einem Durchgang messen und anzeichnen kann. Alle 4 Ecken ausschneiden. Den Reißverschluss bis zur Hälfte öffnen und dann rechts auf rechts exakt aufeinander legen. Den Boden und die beiden Seiten stecken. Achtet hier oben drauf, dass die Reißverschlussenden exakt übereinander liegen. Nun die 3 Seiten zusammennähen und dabei die ausgeschnittenen Ecken auslassen. Am besten mit einem Reißverschlussfüßchen und einem geraden Stich entlang nähen. Anfang und Ende verriegeln. Bei der anderen Seite oben beim Reißverschlussende anfangen zu nähen, damit es nicht verrutscht. Wenn an den Ecken was verrutscht, kann man das noch ausgleichen, hier oben schlechter. Die Reißverschlussecken schräg abschneiden. Und die Nahtzugaben zurückschneiden. Anschließend die 3 Seiten mit Zickzackstich versäubern. Nun die Ecken zusammenlegen. Die Seiten auf die Bodennaht legen. Und die Nahtzugabe entgegengesetzt legen, eine nach links und eine nach rechts. Nun die andere Ecke genauso machen. Nur, dass hier darauf geachtet werden muss, dass die Nahtzugabe in die gleiche Richtung wie die von der anderen Ecke liegt.
Hier und hier entlang nähen, zurückschneiden und mit Zickzackstich versäubern. Auf rechts wenden und die Bodenecken und die Reißverschlussenden gut rausdrücken. Und schon ist euer Täschchen aus einer alten Jeans fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!